Herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo auch von meiner Seite. Heute tauchen wir mal wieder tief in ein Thema ein, das, glaube ich, für jeden, der im deutschsprachigen Raum arbeitet, super wichtig ist. Absolut. Wir haben uns nämlich ein paar Redewendungen aus dem Büroalltag vorgenommen, die man ständig hört und wollen da heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Genau, es geht uns nicht darum, einfach nur Vokabeln abzufragen. Richtig. Wir wollen so ein bisschen die Mentalität dahinter verstehen. Warum sagt man im Büro, wir sitzen alle im selben Boot? Was steckt da wirklich drin? Eine super Perspektive. Es geht also darum, wie man durch diese Wendungen vielleicht nicht nur korrekter spricht, sondern auch kompetenter wirkt. Ganz genau. Bevor wir anfangen, aber noch eine ganz kurze Bitte. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, abonnieren Sie doch unseren Kanal Deutsch klingt. Das hilft uns wirklich sehr, keine Folge zu verpassen. So ist es. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit einem Thema, das in der deutschen Arbeitskultur, riesig ist. Kontrolle und Risikovermeidung. Ein perfekter Einstieg. Da haben wir nämlich direkt 3 Phrasen, die da super reinpassen. Ja, Etwas auf dem Schirm haben, etwas im Blick behalten und auf Nummer sicher gehen. genau. Die klingen ja erstmal ziemlich ähnlich, oder? Auf den ersten Blick ja, aber wenn man genauer hinschaut, gibt es da feine Unterschiede. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Etwas auf dem Schirm haben, das klingt für mich irgendwie am passivsten. Mhm. Fast wie so ein mentales Post-it. Ein Kollege sagt, es könnte in 3 Monaten ein Problem geben und man sagt dann, okay, danke, das habe ich jetzt auf dem Schirm. Absolut richtig. Man signalisiert damit, Information ist angekommen. Aber man macht vielleicht noch nichts Konkretes. Eben, man hat es registriert. Und was ich daran interessant finde, die Phrase kann auch so eine Art höfliche Abwehr sein. Ah, wie meinst du das? Naja, man sagt dem anderen, ich hab's gehört, aber man behält sich die Kontrolle vor, wann man wirklich aktiv wird. So nach dem Motto, danke, aber lass mich das jetzt mal machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also auch eine subtile Abgrenzung. Genau. Und wie ist dann der Unterschied zu etwas im Blick behalten? Das klingt für mich schon viel aktiver. Ja, genau das ist es. Hier geht es nicht mehr nur ums Wissen, sondern ums aktive Überwachen. Okay. Wenn die Chefin sagt, wir müssen die Kosten im Blick behalten, dann meint sie ja nicht nur, dass es Kosten gibt, Klar. sondern dass man die regelmäßig kontrolliert, Berichte analysiert, schaut, ob was aus dem Ruder läuft. Ist es ein kontinuierlicher Prozess. Verstehe. Und diese ganze Haltung, diese proaktive Haltung, die gipfelt dann in dieser dritten Redewendung. Auf Nummer sicher gehen. Ja, das ist quasi das Mantra in vielen deutschen Firmen. Absolut. Es beschreibt diesen einen, vielleicht sogar scheinbar überflüssigen zusätzlichen Schritt. Nur um das allerletzte Restrisiko auszuschließen. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Klar. Stell dir vor, die Präsentation für den Kunden ist fertig. Alles wurde geprüft, man ist sich eigentlich zu 99% sicher. Okay. Aber dann sagt jemand, ich gehe nochmal auf Nummer sicher und kontrolliere die wichtigsten Zahlen ein letztes Mal. Das zeigt natürlich Sorgfalt. Kann aber, je nach Situation, auch ein bisschen nach mangelnder Effizienz aussehen. Man kann es also so zusammenfassen. Man hat ein Risiko erstmal auf dem Schirm, das ist die passive Wahrnehmung. Richtig? Dann behält man es im Blick, also aktive Überwachung. Genau. Und kurz vor Schluss geht man dann nochmal auf Nummer sicher. Das beschreibt ja einen ganzen Prozess. Perfekt analysiert. Und dieser Prozess, der ist wirklich tief in dieser Kultur der Gründlichkeit und Planung verankert. Das ist ein super Übergang zum nächsten Punkt. Was passiert denn, wenn trotz aller Planung mal was schief geht? Ja, wenn die Herausforderung da ist. Genau. Da fällt mir sofort die Phrase im selben Boot sitzen ein. Ja, eine unglaublich starke Metapher, die man oft in Krisen hört. Absolut. Ein Kollege beschwert sich über den Stress. Und dann kommt die Antwort, ach, wir sitzen doch alle im selben Boot. Und das hat ja irgendwie 2 Seiten, finde ich. Erzähl. Einerseits schafft es Solidarität. So, hey, du bist nicht allein, wir schaffen das zusammen. Das stärkt das Wir-Gefühl. Stimmt. Andererseits, und das ist die kritischere Seite, kann es auch eine Art sein, Beschwerden abzuwürgen. Interessant. So nach dem Motto, hör auf zu jammern, wir haben alle Stress. Es kann die Sorgen des Einzelnen so ein bisschen kleinreden. Ein sehr scharfsinniger Gedanke. Es kommt total auf den Kontext und den Tonfall an. Ja. Und dazu passt auch eine andere Wendung perfekt. Etwas intern klären. Oh ja. Das ist ja quasi die logische Folge aus diesem Wir sitzen im selben Boot-Gedanken. Wie meinst du das? Naja, die Leute im Boot besprechen ihre Probleme erstmal unter sich, bevor sie mit der Außenwelt, also zum Beispiel dem Kunden, sprechen. Ah, okay, ja, klar.
Ein Kunde hat ein Problem und die erste Reaktion ist nicht, ihm sofort zu antworten, sondern im Team zu sagen, Moment, das müssen wir erst intern klären. Genau. Man will nach außen geschlossen und kontrolliert auftreten. Keine Unsicherheiten zeigen. Richtig. Erst wenn intern alles geklärt ist, wer ist zuständig, was ist die Lösung, erst dann geht man raus. Das schützt natürlich das Image der Firma, aber es kann den Prozess auch ganz schön verlangsamen, oder? Ja, absolut. Der Kunde wartet, während drinnen diskutiert wird. Das ist ein klassischer Konflikt zwischen interner Ordnung und externer Geschwindigkeit. Von der Gruppendynamik kommen wir jetzt mal zur Dynamik von Entscheidungen und Zeitmanagement. Da gibt es ja auch so ein paar Klassiker, die man in Meetings hört. Oh ja. Fangen wir mal an mit eine Entscheidung vertagen. Das klingt ja erstmal negativ, so nach Aufschieben. Das ist die erste oberflächliche Reaktion. Aber im deutschen Geschäftskontext ist das Vertagen oft ein Zeichen von Professionalität, nicht von Schwäche. Okay, das musst du erklären. Die Idee dahinter ist, eine wirklich gute Entscheidung braucht alle Fakten. Wenn also in einem Meeting die genauen Kosten für ein Projekt noch nicht da sind, ist es nur logisch zu sagen, lassen Sie uns diese Entscheidung vertagen, bis wir die Zahlen haben. Es ist also eher datenbasierte Vorsicht als Zögern. Genau, man will keine schnelle Bauchentscheidung treffen. Was ist dann aber der Unterschied zu sich etwas offen halten? Das klingt ja auch so, als würde man sich nicht festlegen. Der Unterschied ist eher strategischer Natur. Beim Vertagen geht es um eine konkrete Frage, die später mit Ja oder Nein beantwortet wird. Okay. Sich eine Option offen halten ist viel diplomatischer. Stell dir vor, eine andere Firma bietet eine Kooperation an. Man ist sich aber unsicher, ob man die Zeit dafür hat. Ja? Statt jetzt Nein zu sagen und die Tür zuzuschlagen oder Ja zu sagen und sich zu übernehmen, sagt man, wir halten uns diese Option offen. Man packt die Möglichkeit also für die Zukunft, ohne sich zu verpflichten. Das ist ja eine sehr smarte Taktik, um flexibel zu bleiben. Exakt. Es ist strategische Unverbindlichkeit. Aber diese ganze Kultur des Plans und Offenhaltens hat ja auch eine Kehrseite. Definitiv. Nämlich, wenn die Pläne dann doch nicht aufgehen. Dann ist man schnell mit etwas im Rückstand. Und diese Phrase, die hat eine ganz besondere Schwere, finde ich. Ja, das ist nicht einfach nur, ich bin zu spät. Nein, überhaupt nicht. Im Rückstand sein ist ein sehr formeller Ausdruck. Es ist das offizielle Eingeständnis, dass ein Zeitplan gescheitert ist. Und in einer Kultur, die so auf Planung setzt, wiegt das natürlich schwer. Das ist der Punkt. Und es ist auch eine sehr neutrale, fast technische Beschreibung. Wie meinst du das? Man sagt nicht, ich hab's nicht geschafft, sondern das Projekt ist im Rückstand. Das nimmt die persönliche Schuld raus. Ah, es entpersonalisiert das Problem. Genau, und rückt die sachliche Frage in den Fokus. Warum ist das passiert und was machen wir jetzt? Faszinierend. Das bringt uns eigentlich schon zu unserem letzten Block. Was passiert, wenn die Kontrolle mal komplett verloren geht? Wenn das Chaos ausbricht. Ja, da kommt dann dieses Gefühl, das wahrscheinlich jeder kennt. Den Überblick verlieren. Ja, und das ist so viel mehr als nur viel zu tun haben. Stimmt. In einer Arbeitswelt, die so auf Struktur und Prozessen basiert ist der Verlust des Überblicks ja fast der persönliche Super-GAU. Man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Was ist wichtig, was nicht. Genau. Es ist ein Zustand der Desorganisation, der als extrem unprofessionell empfunden wird. Man hat das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Und was ist dann die professionelle Reaktion darauf? Also wenn nicht nur eine Person, sondern vielleicht ein ganzes Team betroffen ist. Dann kommt oft unsere letzte, sehr formelle Redewendung ins Spiel. Und die wäre? Handlungsbedarf sehen. Ah ja. Diese Phrase ist das genaue Gegenteil von Chaos. Sie ist der erste Schritt, um wieder Ordnung herzustellen. Okay. Wenn eine Führungskraft sich die schlechten Quartalszahlen anschaut und dann sagt, ich sehe hier Handlungsbedarf, dann ist das ein extrem starkes Signal. Es ist im Grunde die offizielle Anerkennung eines Problems. Genau. Und es ist gleichzeitig ein klarer Arbeitsauftrag. So nach dem Motto, Problem erkannt und jetzt erwarte ich Lösungen. Exakt. Das Wort selbst sagt es ja schon. Es besteht der Bedarf zu handeln. Die Zeit des Beobachtens ist vorbei. Ab jetzt müssen Maßnahmen her. Richtig, Pläne, Verantwortlichkeiten, das ganze Programm. Die Phrase macht aus einem Problem eine konkrete Aufgabe. Sie stellt die Kontrolle wieder her. Wow, das war jetzt wirklich ein tiefer Einblick. Wenn wir das mal alles zusammennehmen, dann zeichnen diese 10 Redewendungen ja das Bild einer Arbeitskultur, die sehr auf Planung, Sicherheit und auch auf das Kollektiv setzt. Absolut.
Von der Risikovermeidung am Anfang über die interne konsensbasierte Klärung bis hin zur strukturierten Problemlösung am Ende. Und wer das versteht, also diesen Subtext kennt, der kann im deutschen Berufsalltag einfach viel effektiver und bewusster kommunizieren. es geht darum, den Code hinter der Sprache zu knacken. Ein wunderbares Schlusswort. Wir hoffen, diese Analyse hat Ihnen auch neue Perspektiven gezeigt. Und zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Gedanken für Sie. Achten Sie doch in der nächsten Woche mal bewusst darauf, wer in Ihrem Büro diese Phrasen am häufigsten benutzt. Sind es die strategischen Planer? Die vorsichtigen Diplomaten? Oder die entschlossenen Krisenmanager? Genau. Die Antwort könnte Ihnen mehr über die Dynamik in Ihrem Team verraten, als Sie vielleicht denken. Das ist eine ausgezeichnete Aufgabe und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie bitte Deutsch klingt, um auch unsere zukünftigen Analysen nicht zu verpassen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie uns einen Kommentar dalassen. Schreiben Sie uns doch mal. Welche dieser Redewendungen fanden Sie am interessantesten oder bei welcher haben Sie vielleicht schon mal ein Missverständnis erlebt? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Teilen Sie diese Folge auch gerne mit Freunden oder Kollegen, die auch gerade Deutsch lernen. Das wäre super. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.